Heute geht es um den Einbau der JB4 Tuning Box. Die kommt aus den USA, wird dort von Berger Motorsports hergestellt. Anfangen tue ich jetzt mit der Motorabdeckung. Die ist lediglich drauf geklipst, kann man jetzt sagen. Das sind solche Rundnasen, einfach nach oben wegziehen und die Seitenverkleidung muss auch weg. Hier ist es jetzt so, im Kofferraum befindet sich die Batterie. Also erst habe ich die Motorabdeckung abgenommen und geschaut, ob die Kabel auch entsprechende Anleitungen vorhanden sind. Jetzt geht es in den Kofferraum, jetzt wird die Seitenverkleidung ausgebaut. Da muss man oben lediglich die eine Schraube nach links drehen und dann diesen Block rausnehmen. Jetzt sieht man auch schon die Batterie. Hier klemme ich jetzt einfach den Negativpol der Batterie ab und verstaue den dann so, dass der Negativpol eben keinen Kontakt mehr zur Batterie hat. Jetzt habe ich die Batterie abgeklemmt, jetzt ist sozusagen kein Strom mehr auf dem Fahrzeug und jetzt fange ich an, die Originalstecker zu lösen, gemäß der Anleitung. Die Anleitung findet man im Internet auf der Seite von Berger Motorsports. Es ist sehr einfach gestaltet, es sind zwei Sensoren, in die man sich zwischenschaltet. Das heißt also, diese Box hat zwei Anschlüsse und da kann man dann den Originalstecker abnehmen und die Box sozusagen zwischen den Originalkabelbaum klemmen und den Kabelbaum der Box. Also ist immer so ein Vater-Mutter-Verbinder dabei. Und ich beginne jetzt hier mit dem Abstecken des Ladedrucksensors vorne am Motor. Der ist in der Anleitung auch beschrieben. Und die haben so eine kleine Verriegelungsnase. Bei mir waren die jetzt grau. Letzten Endes muss man da ganz vorsichtig mit so einem flachen Schraubenzieher das Näschen aus der Verriegelung lösen. Und wenn das Näschen aus der Verriegelung gelöst ist, dann drückt man hinten an dem grauen Stift so ein bisschen nach unten und zieht den Stecker nach hinten weg. Das gilt für alle diese Stecker, die so aufgebaut sind bei BMW. Und hier sieht man jetzt, hier wird einfach der Kabelbaum der Tuningbox zwischengeklemmt. Das heißt also, der Originalstecker geht in den Mutterstecker von der Box und dann geht wiederum der Vaterstecker zurück ins Fahrzeug. Also es ist einfach nur so ein Patching, so ein Dazwischenklemmen. Dann einfach nochmal prüfen, ob auch die kleine Verriegelungsnase wieder sauber sitzt und das alles verriegelt ist. Und dasselbe dann eben auch oben für den Map-Sensor, der an der Ansaugbrücke sitzt. Da muss man das auch machen, diese kleine Nase freilegen und dann eben sanft nach unten drücken und nach hinten wegziehen und dann ist der Stecker frei. Was man jetzt hier noch sagen muss, beim ersten Mal habe ich die Kabel noch nicht so optimal verlegt. Das ist mir dann später aufgefallen, man kann die eigentlich ganz geschickt unter die bestehenden Kabel drunter legen. So ist auch sichergestellt, dass sie nicht irgendwo scheuern oder eben reiben und das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Das heißt, sich das ruhig alles in Ruhe anschauen und den besten Weg, sage ich mal, finden, wie man die Kabel dort verlegen kann. Jetzt im ersten Schritt ging es aber auch nur darum, um mal zu gucken, ob das nachher überhaupt funktioniert. Der Test, der steht ja jetzt noch aus. Das heißt, ich habe es erstmal nur so grob alles miteinander verkabelt, völlig lose, um dann zu testen, ob nachher auch die Funktion gewährleistet ist. So, jetzt sind sozusagen die beiden Sensoren angeschlossen. Und hier sieht man jetzt, hier habe ich jetzt eben, wie gesagt, dann nachher gemerkt, dass es besser ist, das Kabel unten drunter zu verlegen, damit eben, wie gesagt, weniger Vibration entstehen kann, es einfach nicht so hin und her wackelt und das einfach sauberer verlegt ist. Wenn jetzt die Kabel angeschlossen sind, man sieht jetzt auch schon auf der Fahrerseite, am fahrerseitigen Wischerblatt fehlt die Abdeckung. Die habe ich ganz am Anfang auch entfernt. Die ist auch zu lösen. Die ist verriegelt, ich glaube, mit 3 oder 4 Zehner, das sind keine richtigen Schrauben, das ist so eine Art, also es hat einen Zehner Kopf, das heißt eine 10er Nuss kann man nehmen, um sie zu lösen. Unten dran ist aber so ein kleines Ärmchen und das ist praktisch nur so ein Verriegelungsschalter, das heißt, man kann das entweder nach rechts oder links drehen und je nachdem ist sozusagen die Abdeckung verriegelt oder nicht. Da ist dann auch so ein kleiner Pfeil aufgezeichnet auf dem Plastik, das heißt, man dreht es einfach auf die gegenüberliegende Seite des Pfeils. Und dann ist es gelöst, so ein bisschen wie bei so einem Ikea-Schrank oder so, da gibt es ja auch so eine Art Verriegelungsschrauben. Und dann kann man diese Abdeckung wegnehmen und dort hat man dann Blick auf einen kleinen Gummipropfen. Den versuche ich jetzt hier rauszulösen, denn durch diesen Gummipropfen wird dann nachher das OBD-Kabel, was im Innenraum angeschlossen ist, oder angeschlossen wird, das sieht man jetzt hier. Hier bin ich jetzt unterhalb der also unterhalb der Lenksäule auf der Fahrerseite. Hier gibt es auch nochmal 2 10er Schrauben, das sind ganz normale Schrauben. Dann löst ihr auch mit der 10er Nuss die beiden Schrauben und drückt dann hier die Abdeckung nach unten, die ist nur geklipst. Ein bisschen hin und her wackeln, die ist hinten noch so eingeschoben.
und dann kommt die einem entgegen. Und dann hat man nachher einen freien Blick, wenn man unten im Fahrerraum liegt, auf das hier oben auf diesen oben entfernten Gummipfropfen. Jetzt nehme ich das OBD-Kabel, was mitgeliefert wurde, ja, und führe das hier durch dieses kleine Loch. Man sieht es hier, da wo das Licht herkommt, das ist sozusagen das Loch, wo ich den Gummipfropfen entfernt habe. Hier führe ich jetzt das OBD-Kabel von innen nach außen, weil der Stecker kleiner ist. Hier sieht man jetzt den Stecker, hier sieht man auch den Blick auf dieses Loch. Und jetzt schiebe ich den Stecker von innen einfach sozusagen hier in den Motorraum, sodass ich den nachher von oben entsprechend abgreifen kann. Hier habe ich den jetzt abgegriffen, ich habe den auch wieder sozusagen durch den Gummipfropfen gefädelt, sodass ich, wie man jetzt hier sieht, den Gummipfropfen einfach wieder einsetzen kann. Dann ist praktisch alles wie vorher. So, jetzt den Stecker auch mit der Box verbinden. Das mache ich jetzt hier. Somit hat die Box sozusagen die OBD-Informationen, da kann die abgreifen, und man hat auch dieses In-Dash-Menü dann später, wo man die einzelnen Maps auswählen kann, wo man Fehlercodes zurücksetzen kann und dergleichen. Das kann man noch bei Burger Motorsports nachlesen, was es da alles für Features gibt. So, nachdem ich alle Sensoren angeschlossen habe, gehe ich wieder her und verkabel wieder die Batterie und lasse den Motor zum ersten Mal an. Und ja, wie man sieht und wie man hört, hat das alles wunderbar funktioniert. Der Motor springt direkt an, es sind keine Fehlermeldungen angegangen, läuft sauber, stirbt nicht ab, alles bestens. Einfach den Motor ein bisschen laufen lassen, um zu gucken, ob das alles passt. Und wenn das so ist, Motor wieder ausmachen und entsprechend final verkabeln und einbauen. Und jetzt geht es eben darum, das Kabel der Box, das was von den Sensoren vom Motor weggeht, das eben entsprechend hier unterhalb dieses Regenschutzes, der da zwischen Scheibenwischer und Motorraum besteht, das noch entsprechend zu verlegen. Jetzt, die Box ist leider nicht 100% wasserdicht, zumindest nicht laut Herstellerangaben. Was ich jetzt gemacht habe, im ersten Schritt einfach eine Plastiktüte genommen, habe die Box da eingepackt und habe die dann mit 2 Kabelbindern eben entsprechend oben fixiert und festgezogen, um einfach sicher zu stellen oder halt ein bisschen mehr Schutz zu haben, dass für den Fall, dass da doch irgendwie mal Spritzwasser hinkommt oder Feuchtigkeit, dass sie nicht bis zur Box vordringen. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob das bei der Lösung bleiben wird. Ich finde auch insgesamt, also die Installation oder sag ich mal die Position, in der man die Box da dann nachher ablegt, ist nicht so ganz ideal. Da hat es ein bisschen Luft, also ich könnte mir vorstellen, dass sie auch so ein bisschen hin und her schlackert, wenn man etwas zügiger um die Kurven fährt. Da muss ich mir noch was überlegen, ob ich da nicht vielleicht irgendwie noch einen Schaumstoff drumherum oder irgendwie, dass die da an diesem Seitenloch auf der Fahrerseite ein bisschen besser fixiert ist und eben einfach nicht so hin und her wackeln kann. Aber jetzt im ersten Schritt geht es ja, wie gesagt, nur mal um einen Funktionstest, das kann man ja dann später noch erweitern. Und dafür habe ich sie eben einfach in so eine Plastiktüte eingepackt und das Schöne ist, es geht halt nur an einer Seite ein Kabel raus, das heißt also, man packt die Box in die Tüte und kann es oben dann, wie gesagt, mit Kabelbindern fixieren. Und jetzt lasse ich die Box eben dort an der Seite verschwinden, gucke, dass sie möglichst weit weg von dem Wischermotor ist und ja, direkt an der Außenseite dort ist eben Platz, da ist nichts im Weg, da kann man sie also wunderbar platzieren. Und das passiert jetzt genau hier. Jetzt kommt die Abdeckung wieder drauf. Hier sieht man jetzt, hier verriegel ich diese Schrauben wieder. Wie gesagt, da ist so ein kleiner Pfeil oder eine kleine Nase eingezeichnet, in die muss man die einfach drehen. An der einen Stelle muss man so ein bisschen runterdrücken und an den anderen Stellen einfach ein bisschen runterdrücken und wieder in Richtung Pfeil drehen. Was ich jetzt hier noch mache, ich mache noch so ein paar Abschlussarbeiten, sprich ich fixiere die neu verlegten Kabel mit Kabelbindern am bestehenden Kabelbaum, sodass da eben, wie gesagt, sich
nichts aufscheuern kann, nichts herumwackelt, sondern später im Betrieb eben alles möglichst starr ist und ja, da einfach nichts kaputt geht. Da nehme ich einfach kleine Kabelbinder und schaue, dass ich das so an den Stellen befestige, wo es ohnehin schon Kabel hat und wo sozusagen irgendwie nicht es dann nachher mehr Höhenzuwachs gibt oder ähnliches. Jetzt ist das alles befestigt und jetzt kommt dann die Motorabdeckung wieder oben drauf. Hier gucke ich jetzt nochmal ganz skeptisch, ob sozusagen da auch nichts irgendwie höher ist als vorher oder irgendwo reibt oder schleift. Und nachdem das hier gestellt ist, einfach die Motorabdeckung wieder oben aufsetzen, einmal festdrücken, dann rutscht das wieder in diese Nasen rein. Jetzt gibt es einen kurzen Vergleichstest. Hier schaue ich jetzt, ich habe die Map 1 eingestellt und schaue, wie die Zeiten sind. Also, was man auf jeden Fall sagen muss, die Zeiten sind konstanter als vorher und also ich habe bis zu fast zu einer halben Sekunde, also 0,4 Zehntel Geschwindigkeitszuwachs. Also 3,9 Sekunden, das ist schon ein deutlicher Sprung im Vergleich zum Standard.